Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht ja, ich sitze draußen, das heißt im Klartext, es folgt ein Pfeifenvideo. Und zwar diesmal geht es wieder um einen Pfeifentabak. Tja, von daher, es geht um einen Klassiker, der schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist. Zu diesem hatte ich auch vor vielen Jahren schon mal ein Video gemacht. Dieses wurde aber leider von YouTube aufgrund der Hintergrundmusik binnen kürzester Zeit weltweit wieder deaktiviert, sodass es gelöscht werden musste. Also Tabak neu geholt und von daher auf ein neues. Es geht konkret um diesen Tabak hier. Ganz recht, es ist aus dem Hause Mac Baren, der Cube Silver. Hier ist die Dose nochmal. In diese Dose fülle ich ihn ja schon seit Jahren um. Ihr seht, hier ist auch gerade wieder ein komplett neuer Pouch drin. Einfach jetzt halt vor allem, um das Video zu machen. Ich hatte den Tabak jetzt einige Jahre nicht geraucht, habe den Tabak jetzt aber wieder geholt, weil ich das alte Video eigentlich gut fand. Und von daher bin ich aber auch neugierig gewesen, wie der Tabak mir heute schmecken wird. Gekauft hatte ich ihn mir in diesem Pouch hier. Ihr kennt ihn ja, das ist ein ganz normaler 40 Gramm Pouch, keine üblichen 50, nur 40 Gramm. Dieser hatte mich damals, ich habe den auch schon wieder eine ganze Weile, 8,95 € gekostet. Tja, stolzer Preis, aber ich fand den Tabak damals gut. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt ans Schnüffeln gehe, gibt es erstmal kurz ein Tabaksbild, dann gehen wir auf den Geruch ein und machen dann munter weiter. Bis gleich. So, jetzt habt ihr ja das Tabaksbild gesehen. Hier ist wie gesagt die Dose nochmal. Der Tabak kommt eingepresst wie in einer Art Kuchen. Das ist also wirklich erstmal ein festes Stück, kann man entsprechend leicht entnehmen, in die Dose einbringen, auflockern und so sieht das Bild ja letzten Endes aus. Ihr habt es ja gerade bei der Aufnahme gesehen. Und wenn wir den Gewürzprüfer über den Tabak halten, kommt einem ein sehr aromatischer Duft entgegen, den ich persönlich jetzt aber nicht so unbedingt einordnen kann. Ich meine, das Tabaksbild ist ja schön, das ist teilweise hier mit Ready Rub Flakes drin, ihr seht es ja hier, schön aufgerubbelt. Es sind aber halt auch mehr oder weniger lose Tabakteile drin, die das Ganze halt hier doch recht ausgewogen machen. Und der Abrand, das weiß ich noch, der ist relativ langsam. Der Tabak inzwischen, da er ja schon etwas länger im Pouch lag, ist ein bisschen trockener, aber immer noch gut konditioniert zum Rauchen. Hier haben wir nochmal so ein Flake-Stückchen. Der Duft erinnert so ein bisschen an herbe Schokolade, zartbitter, edelbitter. Und es schwirren auch so leicht fruchtige Noten mit. Also von daher, ich möchte euch jetzt nicht lange mit der Geruchsprobe aufhalten. Ich würde einfach mal sagen, ich zeige euch jetzt erst mal kurz die Pfeife, in die der Tabak eingebracht ist. Und dann gehen wir uns eigentlich eine richtige Review. Also bis gleich. So, die Pfeife habt ihr ja gesehen. Hier ist sie nochmal. Es ist eine Pfeife von Pfauen. Ein ziemlicher Klopper übrigens. Ich habe die ja auch schon hier bei dem einen oder anderen Review gezeigt. Das ist eine Pfauenweißpunkt von sehr guter Qualität. Und sie passt halt auch gut in meine doch recht großen Hände. Ich habe ziemliche Pranken, da kann ich mit kleinen Köpfen nicht viel anfangen. Die Pfeife hier ist fast zumindest handfüllend. Und da hat man gut Holz in der Hand. Die Wandung ist okay. Und ich rauche aus der alles raus, außer Latakia, und von daher gehen wir mal kurz ans Eingemachte.
Ihr habt es ja im Tabaksbild entnehmen können, es ist auf jeden Fall Virginia enthalten. Es ist Black Cavendish enthalten, der auch vermutlich der Geschmacksträger ja sein wird, erfahrungsgemäß. Ihr könnt ja auch gut sehen, der Tabak hat sich eben beim Entzünden doch etwas aufgebäumt. Mit ein Grund natürlich, weil hier ein aufgeriebener Flake drin ist, also ein Ready Rub. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall ein bisschen Platz nach oben zu lassen. Die Asche oben ist jetzt schön geglättet. Kommen wir nochmal zum gleichmäßigen Nachfeuern. Ihr seht ja, es qualmt ganz gut, aber gerade hier am hinteren Rand ist halt noch keine Glut. Sorgen wir also für den gleichmäßigen Abbrand. So. Wichtig, wie bei allen anderen Tabaken, ist halt, wenn ihr die Pfeife stopfen müsst, wenn ihr sie mit dem Stopfer nach unten drückt, die Glut und die Asche, dann bitte nur mit dem Eigengewicht des Stopfers. So, einen kurzen Moment bitte. Jetzt habe ich ausnahmsweise mal einen kurzen Cut machen müssen, weil es jemand gekommen und das kann ich hier im Video nicht gebrauchen. So, jetzt sind sie aber in der Hütte und von daher hoffe ich, dass wir jetzt einfach mal kurz wieder ein bisschen Ruhe haben. Es sind noch gerade nur 2 Minuten vergangen, also von daher habt ihr nichts verpasst. Die Glut sind inzwischen gleichmäßig und von daher gehen wir jetzt ganz mal zum Review. Direkt nach dem Anzünden war der Tabak wieder so ein bisschen bitter, was natürlich an dem Virginia-Anteil liegt, der hier doch ziemlich hoch zu sein scheint. Sorry. Doch nach 1-2 Sekunden, wo es bitter ist, setzt sich halt auch das Aroma schon wieder durch. Das Aroma ist so ein bisschen süßlich, ein bisschen fruchtig und hat doch trotz allem so eine gewisse Cremigkeit mit drin. Ich kann es jetzt nicht groß zurückführen, auf was es sein soll. Ich kann mich von früher erinnern, dass wohl ein Lakritzaroma hier mit drin sein soll. Das kann ich jetzt in dieser Form so nicht bestätigen. Anis, was hier auch in Richtung Lakritz geht, könnte mit bei diesen fruchtigen Noten sein. Das kann ich jetzt aber nicht näher bestimmen. Klar ist nur, dass hier gerade so in der Mitte am seitlichen Teil der Zunge so eine frische Süße von Früchten mitschwirkt. Und auch beim Abgang durch die Nase. Spürt man dieses fruchtige Aroma, das ich jedoch wirklich nicht näher bestimmen kann. Ich weiß nicht, was das für Früchte sein sollen. Es schmeckt zumindest angenehm. Gibt so eine dezente Süße. Und das ganze Gesamtpaket stimmt einfach. Es ist jetzt nicht übertrieben süß. Wer schon mal von DTM den Devil's Holiday geraucht hat, der ja mit Himbeeren zum Beispiel versehen ist, der ist wirklich süß. Da hat man wie eine Art Früchtetee zum Rauchen. Oder auch der wohl bekannteste Hocharomat, der Bibo, mit seinem Zitrusaroma, der ist natürlich extrem. Hier hingegen, man hat eine Süße. Hat so eine dezente Würze auch noch mit dem Aroma drin, die ich aber auch nicht beschreiben kann, woher die kommt. Es ist einfach rundum eine Mixture, die mir doch ganz gut gefällt. Aber eine Mixture, die mir viele Fragen aufwirft. Wie gesagt, die Beschreibung des Tabaks habe ich vor Jahren das letzte Mal gelesen. Ich erinnere mich, wie gesagt, grob, dass da irgendwie von Schokolade und Lakritz die Rede war. Was genau jetzt hier drin ist, keine Ahnung. Es schmeckt zumindest. Interessant ist aber auch, dass man hier nicht nur die Aromatisierung schmeckt. Man schmeckt also definitiv etwas vom Tabak heraus. Man schmeckt so leicht etwas süffigere Virginias heraus, die natürlich dann durch diese fruchtige Süße geschmacklich nochmal unterstützt werden. Und eine ganz dezente schokoladige, an eine Schokolade erinnernde Note. Diese könnte mit der Aromatisierung zusammenhängen. Es könnten aber auch einfach nur die etwas herberen, beziehungsweise in dem Fall sogar eher etwas süßlicheren Burleys gewesen sein. Ich schätze mal, dass hier ein Burley enthalten sein wird. Burley schmeckt ja entweder leicht schokoladig oder leicht erdig.
Es schmeckt nach Schokolade. Ich habe ja auch ein bisschen Schokolade wie Edelbitter-Schokolade gerochen. Das weist in den meisten Fällen auf einen guten Burley hin. Und das alles zusammen, diese leichte Fruchtigkeit, diese süffige Süße des Virginias, das schokoladige Aroma vom Burley, das alles gibt eine gute, glatte Mischung. Moment bitte. Entschuldigung, es gab schon wieder eine Störung, deswegen Ton weg, kurz unterbrochen worden, musste was erledigen. Hier bin ich wieder. Pfeife klimmt nach wie vor. Und ja, der Tabak schmeckt süßlich, schmeckt schokoladig, schmeckt fruchtig. Das ist also wirklich durchweg eine gelungene Mischung, wobei ich eben nicht sagen kann, wo diese Fruchtsüße herkommt oder was für ein Fruchtaroma es sein soll. Ob hier jetzt wirklich Lakritz mit drin ist vom Aroma her oder Anis, was so in die ähnliche Richtung geht, weiß ich nicht zu sagen. Lakritz ist überhaupt nicht meine Welt, also ihr werdet mich nie Lakritzschnecken essen sehen. Lakritz schmecke ich auch raus, aber nicht bei der Mischung. Hier schmecke ich definitiv kein Lakritz. Nee, einfach nur eine ausgewogene, runde Mischung, ein Aromat von Mac Baren, der doch sehr gefällig ist. Es gibt ja verschiedene Aromaten, die töten das eigene Aroma des Tabaks. Hier kann ich die Virginia-Süße, diese Süffigkeit genauso herausschmecken, wie ich meine, die Schokoladigkeit auf den Burley zurückführen zu können. Ja, auch beim Abgang durch die Nase, ich habe sie jetzt ein paar Mal gehabt, spüre ich das runde Aroma, aber ich merke nichts, überhaupt nichts von der Lakritze. Von der es mal hieß, sie sei drin. Ich kenne die aktuelle Beschreibung nicht, das werde ich jetzt nach dem Video nochmal einsehen, werde es dann auch später bei der Beschreibung unten mit reinpacken. Aber ansonsten ist es einfach nur ein guter Tabak. Ich erinnere mich, als der Tabak damals auf den Markt kam, das ist ja auch schon wieder mindestens 12 Jahre, 13 Jahre her. Da gab es noch einen zweiten, es gab noch einen Cube Gold oder Bronze, ich glaube Bronze war es. Da weiß ich überhaupt nicht, wie er schmeckte, da hatte ich nie probiert. Doch der Cube Silber, der ist super, der gefällt mir. Ist ja wie gesagt inzwischen auch mein zweiter Pouch. Die Dose hatte ich vor ein paar Jahren schon vorbereitet. Er hatte mir auch damals gefallen. Ich muss noch mal mein altes Video reingucken. Ich muss mal gucken, das habe ich irgendwo noch gespeichert, wie damals mein Empfinden war. Werde es mit meinem heutigen mal abgleichen. Wobei ich natürlich nicht weiß, aus welchem Jahr jetzt der Tabak hier ist. Wie gesagt, die Steuerbanderole, die sagt 40 Gramm, 8,95 €. Ich sehe jetzt hier kein Datum drauf. Ich habe also keine Ahnung, wann der Tabak abgefüllt worden ist. Da jedoch der Warnhinweis, was den Tabak angeht, dass das Rauchen gefährlich ist und alles, der Warnhinweis ist relativ klein. Ich gehe also mal davon aus, dass der Pouch hier nicht älter ist, also er muss mindestens 4-5 Jahre alt sein. Aber ich glaube nicht, dass er von vor 2015, 16 sein wird. Das glaube ich jetzt eher nicht. Ich hatte ihn das erste Mal geraucht. Das muss so, als er herauskam. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2009, 2010 herum. Die Raumnote ist angenehm. Angenehm süßlich, hat einen weichen Duft, den ich aber auch nicht zuordnen könnte. Also eine besonders fruchtige Note hat der Raumduft selbst nicht, sondern ist doch wieder das, was man so unter dem Duft von einem typischen Pfeifenraucher erwarten würde, wenn er jetzt nicht gerade Latakia raucht, aber so ein typischer Pfeifenduft. Wenn man irgendwo ist und einer raucht so einen Tabak, da ist es jetzt egal, ob es sich um den Mac Baren Cube Silver handelt oder ob es der Mac Baren Mixture ist. Die riechen alle wie diese typischen Pfeifentabake, die man noch so mit der Kindheit oder mit der frühen Jugend noch assoziiert, als man selbst noch nicht geraucht hat. Definitiv ein Tabak, wo ich nachempfinden kann, warum er so beliebt ist und warum er auch schon seit so vielen Jahren im Sortiment ist. Von daher meine Empfehlung an alle, die sanfte Aromaten lieben, die nicht auf Hocharomaten stehen, sondern die eben Aromaten rauchen möchten, wo man aber immer noch so ein bisschen was vom eigentlichen Tabak verspürt. Denn insbesondere die süffigen Virginias und der schokoladige Burley lassen sich ja definitiv nicht verleugnen. Und es wird höchstwahrscheinlich, es ist ja nun mal Mac Baren, auch deren Cavendish verarbeitet worden sein. Und dieser ist ja vom Aroma her so in die Richtung Ahornsirup,
Whisky gehend, so nach meinem Empfinden. Ist also auf jeden Fall Ahornsirup mit drin, was ja auch so ein bisschen Würze gibt. Und was auch mit ein Grund sein könnte, weshalb hier so eine leichte Würze mitschwebt. Und das war es auch schon soweit von mir für heute. Das war mein Review zu Mac Baren Cube Silver. Sozusagen mein Review 2.0. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und bin natürlich in gewohnter Weise gespannt, wie ist eure Meinung zu dem Tabak? Er ist ja lang genug auf dem Markt. Wer von euch hat den Mac Baren Cube Silver schon geraucht? Wer hat ihn vielleicht sogar regelmäßig in seiner Tabakbar? Da unten Kommentarfunktion. Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Kennt ihr ihn? Kennt ihr ihn nicht? Mögt ihr ihn? Möchtet ihr ihn kennenlernen? Lasst uns einfach darüber schreiben. Ich freue mich darüber wie immer. Wünsche euch weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.